Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Diesmal schauen wir uns ein Kapitel an aus Glauben ist menschlich, dem Buch von Michael Utsch und Sarah Demmrich. Die Frage ist ja, wie blickt die Psychologie eigentlich auf dieses Phänomen Glauben? Auch speziell auf den christlichen Glauben. Und das ist vielleicht das Spannende für Sie, wenn Sie in der Kirche aktiv sind. Was bringt Ihnen diese psychologische Sicht für Ihren persönlichen Glauben? So, packen wir das mal an. Also, die Psychologie sagt ja erstmal, Glauben, das ist was ganz Grundlegendes bei Menschen, eine Fähigkeit. Das ist ja mehr als nur Mitglied in einer Kirche zu sein. Aber wie definiert die Psychologie Glauben denn jetzt genauer? Ist das nur so ein Gefühl oder? Nein, es ist mehr als nur ein Gefühl. Psychologisch gesehen ist Glaube ja oft so eine Art psychische Vorstufe des Wissens. Also man erkennt etwas als wahr oder real an, auch wenn jetzt die harten Fakten, die Beweise vielleicht fehlen. Wichtig ist aber, es ist nicht einfach nur irgendeine Meinung. Es ist eher eine verpflichtende Haltung, so ein inneres Vertrauen in eine bestimmte Deutung der Welt. Eine Haltung, okay, das klingt schon umfassender. Nicht nur eine reine Kopfsache. Ganz genau. Der Sozialpsychologe Michael Argyle, der hat das schön aufgedröselt. In 3 Komponenten quasi. Da ist erstens die Kognition. Das sind die Überzeugungen. Also sowas wie, ich glaube an Gott. Klar. Zweitens, die Emotion. Die Gefühle, die da dranhängen. Liebe, Ehrfurcht, vielleicht auch mal Angst oder Geborgenheit. Und drittens, das Verhalten. Also die Handlungen, die daraus folgen. Beten zum Beispiel oder zum Gottesdienst gehen. Nächstenliebe üben. Ah, verstehe. Also Kognition, Emotion, Verhalten. Das spielt alles zusammen. Man könnte sagen, jemand geht regelmäßig in die Kirche, das wäre das Verhalten, weil er sich dort Gott nahe fühlt, Emotion, und an seine Existenz glaubt, Kognition. Richtig. Ja, genau. Das trifft es ziemlich gut. Diese 3 Aspekte zusammen, die machen dann die Glaubenshaltung aus. Aber jetzt mal ehrlich, wie nähert sich denn die Psychologie so einem sehr persönlichen, für viele ja auch heiligen Thema? Sie will ja wissenschaftlich neutral bleiben, oder? Wie geht das, ohne wertend zu werden? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und auch ein Balanceakt. Klar, die Religionspsychologie, die nimmt ganz bewusst eine Außenperspektive ein. Sie stellt nicht die Frage, gibt es Gott wirklich? Sondern sie fragt, was bewirkt der Glaube bei Menschen? Was macht er mit ihnen? Wie leben Leute ihren Glauben praktisch? Wie wirkt sich das auf ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln aus? Sie untersucht die psychologischen Auswirkungen, also positive wie negative. Es wird zum Beispiel erforscht, wie Glaube in Krisen helfen kann. Da gibt es ja eindrückliche Studien, wie die von Balboni und Kollegen bei Schwerkranken. Das zeigt die stützende Funktion. Okay, sie beschreibt also, was passiert im Menschen, aber klammert die Frage nach der Wahrheit Gottes sozusagen aus. Das ist dieser Ausschluss der Transzendenz, von dem im Buch die Rede ist. Nach Flournoy war das, glaube ich. Genau. Das ist die eine Seite der Medaille. Methodisch sauber bleiben, die Existenzfrage ausklammern, um wissenschaftlich zu sein. Aber, und das ist wirklich wichtig, das reicht nicht ganz. Um Glauben wirklich zu verstehen, muss die Psychologie ja auch die subjektive Erfahrung der Gläubigen ernst nehmen. Man muss beschreiben können, wie sich diese Erfahrung von etwas Größerem, von Transzendenz für den Einzelnen anfühlt. Das Erleben nachvollziehen. Das ist dann die andere Seite, der Einschluss der Erfahrung der Transzendenz. Nach Wulff wird das genannt. Es geht darum, die Innenperspektive zu verstehen, ohne sie jetzt selbst wissenschaftlich bewerten zu wollen. Ja, das ist ein wirklich spannender Punkt. Gerade für Leute, die ja ihren Glauben leben und gleichzeitig kritisch denken möchten. Im Buch steht da was von zweiter Naivität, ein Begriff von cool, wenn ich mich recht erinnere. Was ist denn damit gemeint? Klingt erstmal nicht so positiv, oder? Eher wie ein Rückschritt. Nee, ganz im Gegenteil, finde ich. Das Faszinierende daran ist, die zweite Naivität ist keine Regression, kein Zurückfallen, sondern eine Reifeleistung. Sie beschreibt die Fähigkeit, sich nachdem man kritisch nachgedacht hat, vielleicht auch gezweifelt hat, Wissen gesammelt hat, sich dann wieder bewusst, auch emotional, auf Glaubensinhalte, auf Symbole, Rituale einzulassen. Denken Sie ans Abendmahl zum Beispiel. Das ist dann nicht mehr der naive, ungeprüfte Kinderglaube, sondern eine reifere Form, eine bewusste Entscheidung, die eben den Verstand und die tiefere persönliche Erfahrung zusammenbringt. Quasi eine Brücke. Also ich denke, sie kann eine andere Sprache anbieten, eine zusätzliche vielleicht.
um über ihren eigenen Glauben nachzudenken. Über die Denkmuster, die man so hat, die Gefühle, die da mitschwingen, die Handlungen, die daraus folgen. Das kann helfen, sich selbst besser zu verstehen. Und es zeigt ja auch, glauben zu können, das ist was zutiefst Menschliches. Eine ganz wichtige Ressource, um mit Unsicherheit umzugehen, mit Hoffnung, mit den großen Lebensfragen halt. Und wichtig ist mir zu betonen, das ist keine Konkurrenz zur Theologie oder zum persönlichen Glaubenserleben. Es ist eine Ergänzung, eine andere Brille, wenn man so will. Sehr erhellend. Die Psychologie schaut also auf das Wie des Glaubens, wie er als menschliche Fähigkeit funktioniert, unabhängig von der Wahrheitsfrage letztlich. Exakt. Die psychologische Perspektive unterstreicht im Grunde, Glauben ist menschlich, das gehört zu uns dazu. Und damit vielleicht ein Gedanke für Sie zum Weiterdenken. Könnte dieses Verständnis, wie Ihr Glaube psychologisch funktioniert, also wie er Ihr Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst, Ihr persönliches Erleben und Ihre Glaubenspraxis vielleicht nicht schmälern, sondern, ja, vielleicht sogar bereichern, vertiefen? Denken Sie mal drüber nach. Bis zur nächsten Vertiefung.